Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Felix und ich heiße dich herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es mal darum gehen, warum ich denke, dass der Altcoin-Markt, wie es viele Leute kennen oder wie es auch sich viele Leute träumen wieder, dass Bitcoin runtergeht und die ganzen Altcoins nach oben geht, gar nicht mehr so passieren wird. Aber zuerst bringen wir das Gewinnspiel wieder zurück und zwar habt ihr die Chance, 10 Stable zu gewinnen pro Video. Schreibt dafür einfach unten in die Kommentare, ich will Krypto oder einen anderen Kommentar und ihr habt automatisch die Chance, immer ca. 50 bis $100 pro Video zu gewinnen. Die Auswertung findet immer beim nächsten Video statt praktisch. Bis dahin habt ihr immer Zeit. Jetzt will ich euch aber auch gar nicht auf die lange Folter spannen. Und zwar wollen wir uns einfach mal anschauen, wie Krypto sich so entwickelt hat, was die Altcoin-Seasons denn ausgelöst hat und was sie nicht mehr auslösen. Und zwar haben wir gerade so ein bisschen das Problem, Bitcoin ist komplett durch die Decke gegangen. Wir sind im Endeffekt jetzt gerade eben Stand bei exakt $100.000 und es wird wahrscheinlich auch noch weiter steigen. Und gerade Tokens wie Ethereum, Litecoin oder ziehen im Verhältnis nicht so mit. Das heißt, wir haben hier eine sehr, sehr hohe Bitcoin-Performance und natürlich damit auch eine gute Marktkapitalisierung von Bitcoin prozentual gesehen. Aktuell haben wir eine 55-prozentige Dominanz, wo das Video entsteht, von Bitcoin. Und man kann sagen, die wird grundsätzlich eigentlich eher höher als niedriger, muss man sagen. Und woran liegt das? Warum sind so viele überzeugt, dass es eine Altcoin-Season gibt, dass überhaupt noch keine Altcoin-Season da ist? Und man muss mal ganz realistisch sein. Es ist eine Altcoin-Season da. Sie gilt einfach nicht für alle Coins, man muss das nicht absprechen, aber wenn Ripple von 40 Cent auf einfach 3,20 $ steigt, dann ist das eine Outperformance von Bitcoin im Endeffekt. Das trifft nicht auf alle Tokens zu, muss man dazu sagen, aber zum Beispiel XRP, was ja definitiv ein sehr, sehr großer Altcoin ist, hat Bitcoin in dem Fall gnadenlos outperformt und man kann den Token mögen oder nicht, aber man muss ihm lassen, der hat Bitcoin outperformt in dem aktuellen Bullmarkt. Und so passiert das jetzt immer mehr und mehr und mehr, dass einzelne Tokens im Endeffekt outperformen und viele Tokens aber auf der Strecke bleiben. Das heißt, die Bitcoin-Dominanz an sich wächst eher, während einige Tokens nur noch im Endeffekt nach oben gehen. Aber warum war das damals denn anders? Warum war damals denn im Endeffekt Bitcoin so der Short-Quotient und Ripple, Ethereum und gestiegen? Und zwar müssen wir dafür wirklich mal zurückgehen in die historischen Aufnahmen. Wie sah denn CoinMarketCap bzw. allgemein die CoinMarketCap der Tokens 2015, 2016, 2017 aus? Und auf 2012 bis 2015 gehe ich jetzt nur mal grob ein, weil das war im Endeffekt der Start von Krypto, wenn man es so nimmt. Da war ganz groß dabei Namecoin, da war Bitcoin dabei, da ist Ethereum gerade so noch drin, wenn man will. Da war dann Ripple mittlerweile dabei und Dogecoin war eigentlich der große Meme-Coin schlechthin. Die Empörung ging damals durch die Krypto-Community, wenn man es so will. Heute ist Dogecoin ja fast schon der seriöseste Meme-Coin unter allen, muss man sagen. Damals noch einen ganz großen Aufschrei, was die Jungs gemacht haben. War eine richtig, richtig geile Zeit, wer dabei war. Fand ich wirklich super, muss ich sagen. Die Zeit hat mir persönlich als Entwickler und als technisch Interessierten am meisten gefallen. Weil da ging es wirklich noch um die Technik, da ging es um Fortschritt, da wurdest du richtig hart geflamed, wenn du kein perfektes White Paper hattest und alles drum und dran. Da war Dogecoin im Endeffekt das Skandalkind. Jetzt will ich aber auch gleich weiter auf 2016 eingehen. Und zwar fällt euch hier etwas auf, beziehungsweise hier ist was ganz Besonderes dabei. Und zwar, was damals bei den Altcoin-Seasons bis dahin vor allen Dingen auch ganz, ganz wichtig war, ist, wenn wir hier einfach mal nach Tether suchen, es gibt hier kein Tether, es gibt kein USDC. Und zwar, was ist damals passiert im Endeffekt, was so eine richtige Altcoin-Season ausgelöst hat, 2016 und dann auch noch 2017, weil da kam Tether und USDC erst richtig in Schwung. Und da war nämlich das Geheimnis, warum eine Altcoin-Season ausgelöst war, Bitcoin ist jetzt ziemlich gestiegen, wir haben eine 2x, 3x, 4x im Endeffekt gemacht und die Leute haben angefangen umzuschlichten. Es gab damals noch kein Ethereum gegen Tether-Pärchen. Du hast im Endeffekt Ethereum gegen Bitcoin getradet, teilweise hast du noch Ethereum gegen Linden-Dollar getradet, wer das noch kennt, aus dem Game Second Life, bei VeerBox und alles. Habe ich auch schon einige Videos damals 2016 und so dazu gemacht. Das waren die großen Pärchen, die man getradet hat. Auf manchen Börsen gab es dann damals schon
Litecoin gegen Ethereum und sowas. Das ist dann so langsam gekommen, sage ich mal. Aber eigentlich war zu der Zeit wirklich noch Bitcoin das Kind schlechthin. Es war sehr, sehr selten, dass man die Tokens gegen USD, also noch echte USD handeln konnte oder virtuelle, wie man es aus heutiger Sicht sieht, kann man ein bisschen drüber streiten. Aber ganz wichtig ist, es gab kein Tether, kein USDC, keine Stablecoins an sich. Der Stablecoin, der sich zu dieser Zeit etabliert hatte und der was den meisten Nutzen hat, war Ripple. Weil Ripple war dafür gedacht, im Endeffekt, dass man von einer Börse zu einer anderen innerhalb von 3 Sekunden im Endeffekt sein Zeug senden konnte und das Problem war gelöst. Da war Ripple wirklich ein Vorreiter zu der Zeit, kann man nichts dagegen sagen, fundamental gut, Community gut. Die Ripple Foundation hat schon immer ein bisschen auf die Community gedumpt, das muss man sagen, aber grundsätzlich war das die Zeit. Und was ist jetzt aber passiert, wenn du dein 4x oder so auf Bitcoin gemacht hast? Und zwar bist du dann auf Ethereum zurückgegangen. Du hast deine Bitcoin verkauft praktisch in Dollarwert gesehen und hast Ethereum dafür gekauft. Was ist natürlich passiert? Bitcoin ist runtergegangen, Ethereum wiederum ist hochgegangen. Und das hat sich aber durch die gesamte Szene durchgezogen. Und zwar haben die Leute auch Bitcoin wieder verkauft, Ripple gekauft. Und damit hast du immer diesen Switch im Endeffekt drin gehabt. Und der hat natürlich zu einem gewaltigen Abverkauf von Bitcoin geführt und zu einem gewaltigen Coins von Altcoins. Das heißt, alle Coins durchweg sind im Endeffekt gestiegen, die Bitcoin-Dominanz ist runtergegangen und die Altcoin-Dominanz ist dafür massiv nach oben gegangen. Jetzt haben wir aber das Jahr 2017, da war dann dieser große ICO-Hype, alle kamen rein, es wurde richtig Party gemacht und auf einmal gab es da im Endeffekt einen Token und der heißt Tether. Und der ist ziemlich schnell hochgeklettert von, ich glaube am Anfang waren es 7 Millionen im Umlauf, auf 2 bis 3 Milliarden 2018 schon und damit einer der 8 größten Tokens. Und ab 2018, 2019, wo dann langsam der Hype mit der ICO-Phase zu Ende gegangen ist und sehr, sehr viele Leute auch wieder ihr Geld verloren haben, haben die Leute dieses Mal nicht praktisch einen Altcoin-Markt ausgelöst. Die Leute haben nicht ihre Bitcoin wieder in ETH verkauft, sondern sie haben ihre Bitcoins verkauft in Tether. Das hat zwar einen Abverkauf von Bitcoin im Endeffekt verursacht, aber es gab nichts, was nach oben geht auf der rechten Seite, weil Tether ist ja stabil. Was aber jetzt passiert ist, die Pärchen Bitcoin gegen Ripple und Co. gab es dennoch. Das heißt jetzt, du hast das Bitcoin-Ripple-Pärchen und statt dass eins runtergeht und eins hoch, sind einfach beide gesunken im Dollarwert gegenüber, weil Bitcoin als Nenner ist ja auch gesunken. Und damit haben wir eine gleichbleibende bis steigende Bitcoin-Dominanz bei sogar sinkenden Bitcoin-Preisen. Das hat die Altcoins im Endeffekt ordentlich ausgeblutet immer und sorgt so ein bisschen für ein Altcoin-Sterben seitdem. Das Problem ist nämlich, die Coins steigen im Verhältnis zu Bitcoin nicht 100% immer mit, sondern nur 70% oder so, sinken aber dann exponentiell mehr. Das heißt, diese 70%, was sie gestiegen sind, verlieren sie 80% wieder, wenn der Hype zu Ende ist. Und das sorgt bei sehr, sehr vielen Altcoins dafür, dass sie konstant sinken, wenn sie keine richtig gute Community dahinter haben oder eine sehr, sehr gute, also ein sehr, sehr gutes Produkt, was eigenständig ist. Lass es Chainlink zum Beispiel sein, wo einfach Entwickler den Token auch verbrauchen, egal was die Community im Endeffekt sagt. Ein anderes Beispiel, was immer den Markt outperformt, ohne jetzt heutzutage noch ein perfektes Produkt zu haben, ist in meinen Augen Ripple. Bei Ripple kann man sagen, ja, das Ding ist an sich nicht mehr sonst wie geil, man muss es nicht mehr, die Foundation dumpt, aber die Ripple Army, sage ich jetzt einfach mal, macht diese ganzen Minuspunkte wieder weg aktuell. Und man kann gegen diesen Token sagen, was man will, aber die Community ist wirklich treu, ergeben und pusht das Ding in den Himmel. Ja, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen geholfen, das mal ein bisschen einzuordnen, warum ich denke, dass es jetzt keine direkte Altcoin-Season mehr gibt, aber was im Endeffekt nicht ist, könnte noch sein, es wird sich nur ändern. Jeder Zyklus im Endeffekt ist anders und muss anders behandelt werden. Ihr könnt nicht in 2015 gucken und dort den Kurs dann im Endeffekt für 2030 voraussagen. Das wird nicht funktionieren. Das ist einfach eine Katastrophe. Die Zeiten waren einfach wirklich anders. Damals wurde Dogecoin als Meme-Coin geflamed. Heute gibt es 100.000 Meme-Coins pro Tag, werden gerade produziert. Und da muss man immer sehr, sehr diversifizieren. Wie nutzt man die Vergangenheit
Und wo sagt man aber auch, hey, das waren ganz andere Zeiten. Wir werden jetzt sehr wahrscheinlich Zeiten haben, wo einzelne Token Bitcoin extrem outperformen. Und aktuell ist natürlich auch dieser Pump and Dump mit den Meme-Coins sehr, sehr lukrativ. Und deswegen machen es natürlich auch die Leute. Aber dass alle Altcoins einfach steigen, des Steigens willen, das wird nicht mehr passieren. Sie werden steigen wegen der Community oder weil sie ein gutes Produkt liefern, aber sie werden nicht mehr einfach steigen, weil Bitcoin an Dominanz verliert und jetzt alle Altcoins auf einmal steigen. Das passiert ja im Moment jetzt schon, weil Bitcoin steigt, weil viele gegen Bitcoin und Ethereum gepaart sind. Damit steigen sie konstant mit, aber sie steigen nicht mehr mit, wenn Bitcoin oder Ethereum oder andere große Tokens im Endeffekt am Wert verlieren. Dann werden sie eher mit nach unten gesaugt. So, ich hoffe, ich habe euch meine Perspektive so ein bisschen jetzt mal näher gebracht. Lasst gerne mir ein Like, ein Abo und eure Meinung unbedingt in den Kommentare unten und schreibt gerne auch rein, was ihr für Videos noch sehen wollt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!